Before I proceed to the second foundation of mindfulness, bevor wir weitergehen zur zweiten Grundlage I would like to mention an incident whereby I was doing Anapanasati. Möchte ich kurz über eine Geschichte berichten, bei der ich Anapanasati-Meditation machte. At that time I came across a book with some instructions on Anapanasati. Zu der Zeit bin ich über ein Buch gestolpert zu Anapanasati. This comes from one of those monks of the forest tradition in Thailand. Es war geschrieben von einem der Mönche aus der Waldtradition in Thailand. It starts by watching the breath at the nostril. Es beginnt damit, dass man den Atem an den Nasenhöhlen beobachtet. And it starts by counting. Und dabei zählt. Which is normally the case. Was normalerweise immer der Fall ist. But after that, they bring the object away from the nose. Aber danach wird das Objekt weggenommen von der Nase. They watch the breathing at the forehead, on the top of the head, and you bring it down perpendicularly through the body to the heart. Der Atem wird zuerst am Kopf, gespürt, dann am Kopfloch hier oben und dann geht es vertikal durch den Körper Richtung. I found this method very effective. Ich fand diese Methode sehr effektiv. My conclusion is that he has very skillfully brought the concentration from the body base to the mind door. Meine Schlussfolgerung ist, dass man auf diese Art, auf sehr geschickte Weise, die Achtsamkeit von dem Körper in Richtung des Geistestors bringt. And when you study this Abhidhamma, you know that the deeper levels of meditation all occur in the mind door. Und wer Abhidhamma studiert hat, weiß, dass die tieferen Stadien der Konzentration alle an der Geistestür stattfinden. I bring this up because in the modern society people are very caught up with the sense doors. Ich betone das deswegen, weil in der modernen Gesellschaft die meisten Menschen sehr mit den Sinnestoren bewandert sind. For example, many people still associate the mind with the brain. Viele Menschen verbinden den Geist mit dem Gehirn. And so when they meditate, they feel the mind is in the top of the head looking down at all the other objects. Und wenn sie meditieren, dann fühlen sie, dass der Geist im Kopf ist und aus dem Kopf heraus nach unten auf die verschiedenen Objekte schaut. This is not wrong, but it tends to be very much associated with the sense doors. Dies ist nicht falsch, aber es ist, tendiert dazu, stark verbunden zu sein mit den Sinnestüren. If you can learn to watch the objects directly from the mind door, then I think the practice would be much quicker. Wenn man lernen kann, die Objekte direkt an der Geistestür zu beobachten, dann wird man sehr viel schneller sein. Right now I think we can go to the talk about the second foundation of mindfulness. Otherwise, this can go on for many days. Ich möchte jetzt damit beginnen, mit der zweiten Grundlage der Achtsamkeit mehr darüber zu reden, weil wir jetzt vernachlässigen. When you watch the body activities and objects, then what also become obvious will be the mental phenomena. Wenn die Objekte und den Körper beobachtet, werden auch die mentalen Objekte klar. Because the body and mind are very closely related. Weil Körper und Geist sehr eng miteinander verbunden sind. One of the first things you start noticing will be the painful feeling. Eines der ersten Gefühle, was man bemerken wird, sind die schmerzhaften Gefühle. In a way, there's no escape. It comes with the body. Es gibt keine Möglichkeit, dem zu entkommen. Das kommt automatisch mit dem Körper. The teaching for many years, I only come across 2 people who hardly have any pain. Nach vielen Jahren des Lehrens sind mir nur 2 Leute bekannt, die kaum Schmerzen haben. And I also noticed that these 2 persons
have very sweet temperament. They're never angry at all. They're always very pleasing. Und mir fällt bei den beiden auf, dass sie beide sehr liebliche Charaktere haben und nie ärgerlich sind und immer guter Dinge. Something of interest. Als kleine Bemerkung. But for most other people, there will be pain to some extent, depending on conditions. Aber für die meisten anderen Leute wird in der einen oder anderen Form Schmerz erfolgen, abhängig von den verschiedenen Bedingungen. So when painful sensations arise, they are also taken up as Vipassana objects. Wenn schmerzhafte Empfindungen auftreten, dann werden sie als Vipassana-Objekt benutzt. They come under the second group, the feelings foundation of mindfulness. Sie kommen unter die zweite Gruppe, die Gefühle, Grundlagen der Achtsamkeit. Feelings play an important part in our lives. Gefühle spielen eine wichtige Rolle in unserem Leben. Happiness and suffering is closely associated with, or rather is associated with feelings. Glück und Leiden ist verbunden mit Gefühlen. And this is what that motivates people to do certain things. Und das ist, was die Leute motiviert, bestimmte Dinge zu tun. And joyful or happy feeling are what people live for. Und glückliche Gefühle sind, wofür die meisten Leute leben. But if you look closely, this joyful feeling and unhappy feeling are all feelings. Und wenn man genau hinguckt, sind glückliche Gefühle und leidvolle Gefühle auch nur Gefühle. An interesting thing is the happy feelings keeps running away and the terrible feeling keeps chasing after you. Das Interessante ist, dass die Gefühle dazu tendieren, wegzulaufen, leidvollen Gefühle einfach. So if you develop mindfulness of feelings, you get into the insight. You get insight into this nature of feelings as happiness. Wenn man Achtsamkeit der Gefühle entwickelt, dann gewinnt man Einsicht in die Natur der Gefühle. And then with that insight, it can bring you towards the real type of happiness. Und mit dieser Einsicht über die Gefühle kann man sich in der wahren des entwickeln. Because as long as you hold on to feelings as real happiness, you cannot go beyond conditioning, birth and death. Denn solange man an den Gefühlen festhält, an der Realität, kann man nicht jenseits dieser Realität gehen. But first, we have to deal with these painful body sensations. Zuerst müssen wir mit den schmerzhaften Körperempfindungen umgehen. I think the most important factor in this meditation on feelings is acceptance. Ich denke, dass der wichtigste Faktor für die Meditation über Gefühle die Akzeptanz ist. When you're able to accept it, then the feelings pass. Wenn man in der Lage ist, die Gefühle zu akzeptieren, dann gehen die Gefühle vorüber. If you cannot accept it, then it's like a dam. It accumulates. Wenn man die Gefühle nicht akzeptieren kann, dann ist es mehr wie ein Damm, der sich auffüllt. So when painful feelings arise, you accept it and be mindful of it. Deshalb sollte man schmerzliche Gefühle akzeptieren und achtsam sein. Usually when painful feeling comes, there are different types. Normalerweise, wenn schmerzliche Gefühle kommen, dann gibt es verschiedene Arten. In the beginning, when you are watching your breath or your body sensations, when the little bits of pain come, you just know that they're there and they arise and pass away. Wenn man den Atem oder die verschiedenen Körperempfindungen beobachtet, dann kommt zuerst ein bisschen Schmerz auf, aber entsteht und wieder vergeht. That means you do not take it as the main object. Das heißt, dies benutzt man nicht als das Hauptobjekt der Meditation. But when it becomes strong, dominant and persistent, then you take them as the primary object. Wenn sie stark werden und klar, dann sollte man sie als Hauptobjekt sehen. When you start taking painful feelings as an object, one important thing is you should not think that it is a
nuisance or distraction. Ganz wichtig ist, dass wenn man anfängt, den Schmerz zu betrachten, dass man nicht denkt, dass das nutzlos ist oder sinnlos. It's time for action. Das ist die Zeit für Taten. It's time to get some training. Es ist Zeit, sich zu trainieren. It's an opportunity to learn to handle painful feelings. Es ist die Möglichkeit zu lernen, mit schmerzhaften Gefühlen umzugehen. Moreover, there are many advantages that can be gotten from observing, learning how to be mindful of painful feelings. Es gibt viele Vorteile, die man lernt, mit Achtsamkeit Schmerzen zu. You learn things like patience. Man lernt Geduld. And painful feelings are actually a very strong Vipassana objects. Schmerzhafte Gefühle sind ein sehr starkes Vipassana-Objekt. The three characteristics are very clear and evident. Die 3 Charakteristika sind sehr. It's only that it can be quite difficult or taxing. Es kann nur leider sehr schwierig oder eine große Herausforderung. So when painful feelings arise, the first step is don't panic. Deshalb, wenn schmerzhafte Gefühle entstehen, dass man nicht in Panik gerät. Relax, you're not going to die yet. Entspannt euch, ihr werdet davon nicht sterben. It's just like a sick person coming. No, you don't drive him away, go away, get lost. Es ist genauso, als wenn eine kranke Person kommt. You ask him, come in, sit down. What's the matter with you? Man bittet ihn herein und bittet ihn, sich hinzusetzen und fragt ihn, was ist denn los mit dir? In this way, when pain arises, keep your mind at peace, accept it, and listen to it. Auf diese Weise könnt ihr euren Geist entwickeln lassen, ihr könnt es akzeptieren. And when you can listen to what it says, then you gain bigger understanding, deeper understanding into the nature of suffering. Und wenn ihr in der Lage seid zuzuhören, könnt ihr ein besseres Verständnis für Schmerzen entwickeln. And by watching mindfully, with painful feeling, concentration arises, mindfulness arises, and even insight can arise. Wenn man den Schmerz genau betrachtet, dann Licht erlangen, Konzentration und die Achtsamkeit verstärken. The first step is, when this painful sensation arises, you zero in on the main painful point. Das erste ist, wenn Schmerzen entstehen, dass man den Punkt genau hinzoomt, wo der Schmerz im Kleinen. There are 2 ways of going about it. The first way is to go into it. Another way is to watch it at a distance. Es gibt 2 Wege, dies zu tun. Der erste ist, indem man in das Objekt einzoomt. Der zweite Weg ist eher aus der Distanz. The preferred way is to go in. Der bessere Weg ist, direkt hinein. This is like holding the bull by the horns. Das ist, als wenn man den Bullen bei den Hörnern hält. In the beginning you need to have a little bit of struggle. Am Anfang wird man ein paar Schwierigkeiten haben. But when you have accepted it and your mind is at peace long enough, it goes into it. Aber wenn ihr es akzeptiert habt und euer friedlich ist, dann geht er. When your mind really goes into the pain will not affect you. Wenn der Geist wirklich in den Schmerz hin, dann wird euch der Schmerz auch nicht. He will just surround you, but you can watch all the processes quite clearly. Es wird dann nur umgeben, so dass man Prozesse sehr exakt beobachten. But not many people can go through that. You need quite a bit of faith. Aber nicht viele Leute können durch diesen Prozess gehen. Man braucht einiges an Vertrauen. So when you cannot do this, then you watch it, try to watch it at a distance. Wenn man es also nicht machen kann, dann sollte man es eher aus der Distanz beobachten. The only thing that it may catch up with you. Das Einzige ist, dass es einen wahrscheinlich When you are mindful with the pain, and you come face to face with the pain, then you try to observe the nature of the pain. Wenn man achtsam ist und Gesicht zu sich Schmerz kommt, dann muss man genau observieren die Natur des Schmerzes. For example, you can try to describe the pain. Man kann zum Beispiel versuchen, den Schmerz zu beschreiben.
Sometimes I ask people, how is the pain like? Manchmal frage ich Leute, wie ist denn der Schmerz genau? And they say, very painful. Sagen, sehr schmerzhaft. And they say, my leg is painful, my head is breaking. Mein Bein tut weh, mein Kopf bricht aus. The question is not where is painful or how painful. It's the nature of the pain. Die Frage ist nicht, wo der Schmerz ist oder wie schmerzhaft er ist, sondern wie die Natur des Schmerzes ist. So when you look properly, then there are different types of pain. You have twisting pain, hard pain, hot pain. Wenn man also genauer hinguckt, dann hat man den kneifenden Schmerz, den heißen Schmerz, der harte Schmerz. And some are like cutting, Oder some are like pinpricks, some are sour, Dinge sind sauer, some are numb. einfach taub. So whatever the pain, type of pain comes, you notice its nature. And when you notice its nature, you also see how it changes, how it runs about, how it arises, passes. Wenn ihr also die Natur des Schmerzes genau beobachtet habt, dann könnt ihr auch sehen, wie es wechselt, wie es sich verändert, wie es entsteht und wie es wieder vergeht. And if able to observe the change clearly, usually it goes off. Wenn man die Veränderung genau beobachten kann, dann geht es normalerweise. But it may take some days. Aber das kann einige Tage dauern. In the beginning it may become stronger and stronger and stronger, stronger, then you give up. Am Anfang wird es meistens stärker, stärker, stärker und dann gibt man auf. There are some really heroic people who wash pain. Es gibt einige Helden, die Schmerzen wirklich macht. Like for one person, he was holding the hand and then he was like shivering and he was sweating. Ich habe eine Person, die hat die Hände zusammengehalten und gezittert und geschwitzt, während er den Schmerz beobachtet. I asked him what happened. This is very painful. Ich habe ihn gefragt, was passiert, und er sagt, das ist wirklich schmerzhaft. Tell you a story of a man who has been watching pain for a long time. Das ist die schreckliche Geschichte einem Menschen, der Schmerz lange Zeit beobachtet. He asked me, Bhante, have you seen somebody watch so much pain before? I said, no. Er fragte mich, Bhante, hast du schon mal jemanden gesehen, der so viel Schmerz hat? Und er hat Nein gesagt. In every sitting, his sitting cloth would be wet with sweat. Nach jeder Sitzmeditation war sein Tuch schweißgebaden. This old man has a history. Dieser Mann hat eine Geschichte. He's a very cunning and sly old man. Das ist ein sehr scharfer und hinterlistiger Mann. You see, he is uneducated, but he has gone to the top government post. Er hat keine Bildung, aber es trotzdem geschafft, einen hohen Regierungsposten zu haben. Everybody fears him because he's so cunning. Jeder hat einmal so hinterlistig. So he must have done some terrible things. Er muss einige schlimme Dinge getan haben. So he asked me, Bhante, when I watch this pain, do I exhaust some of my karma, bad karma? Bhante, wenn ich diesen Schmerz beobachte, werde ich dann einiges meines Karma auslöschen. Oh yes, I said. Und ich habe das bejaht. Then he said, okay, I will watch my pain. Okay, dann werde ich den Schmerz beobachten. One interesting point was one day he was watching the pain at the tip of his buttocks. Eine Geschichte ist, an einem Tag hat er die Schmerzen an der Spitze des Sitzhockers beobachtet. This is one of the more terrible ones. Das ist eine ganz furchtbare. You can sit for 1, 2, 3 hours and the point at the buttocks is like a very sharp knife digging into the ground. Man kann 1, 2, 3 Stunden sitzen und es wird dann ein Messer, was langsam in den Boden. So he was sitting for some hours and all the pain converged to the tip of the bone at the buttocks. Und wenn man einige Stunden sitzt, dann zentriert sich der Schmerz genau an diesem Knochen. And he was sweating and sweating, but he still sat and looked at the pain. Und er schwitzte und schwitzte, aber trotzdem immer noch sich auf den Schmerz konzentriert. Then suddenly the tip broke. Und dann plötzlich ist diese Spitze abgebrochen. And when it broke, he started shivering. Und als die Spitze abbrach, fing er an zu zittern.
He quickly ran to his bed and covered himself with layers of blanket. Der ist schnell zu seinem Bett gerannt und hat sich in Decken eingewickelt. Just to tell you certain ways how people have to watch pain. Das nur als kleine Anregung, wie einige Leute ihren Schmerz beobachten müssen. And you ask, do they really have to suffer like that? Und man fragt sich, ob sie wirklich so leiden müssen. I think to gain Vipassana insight, often we have to go through all this. Ich denke, wenn man wirklich Vipassana-Einsicht erreichen möchte, durch einige dieser Dinge gehen. But it's worth it. Aber es ist wert. Because the understanding and the insight that arises will purify and change the mind. Weil das Verständnis entstehen und dadurch der Geist gereinigt. Like this man, old man, he has gone through all those, it took him some years. But he finally ended up in a very peaceful and mindful state of Vipassana. Zum Beispiel dieser alte Mann musste für einige Jahre durch diese, aber jetzt ist er in einem Stadium angekommen der Achtsamkeit. And his anger and temper has really mellowed down to almost negligible. Und sein Ärger und sein Temperament ist fast verschwunden. But in the West, we usually don't try to make you watch pain too much. Aber im Westen lasse ich die Leute normalerweise nicht so viel Schmerzen betrachten. One thing maybe I think is because the faith is still not so strong. Ein Grund dafür ist wahrscheinlich, dass das Vertrauen noch nicht so stark ist. And many may run away. Und einige würden wahrscheinlich davonlaufen. But I think Germans can do it. Ich glaube, Deutsche vertragen das. Italians will run away. Die Italiener sind sofort weg. I think also one of the important things of watching pain is the attitude. Ich glaube, ein weiterer wichtiger Punkt ist die Einstellung, mit der man den Schmerz. There are a few models you can work with. Einige Modelle, mit denen man arbeitet. The first model is the warrior. Das erste Modell ist der Krieger. Like there was one, call him a super yogi. Es gibt einen, den nennen wir den Super Yogi. He's from Luxembourg. Der ist aus Luxemburg. Yes, no hair, tough beard. Keine Haare, sehr männlichen Bart. Strong, muscular. Stark und muskulös. So he says, when pain comes, I'm not afraid, because I'm a warrior. Wenn der Schmerz kommt, habe ich keine Angst davor. Yeah, he's a good meditator. He can sit long time, he can watch the pain. Er ist ein guter Meditierender, er kann den Schmerz lange beobachten. But this is a bit on the hard side. Das ist ein bisschen auf der harten Seite. You must be careful when you take this attitude. Man muss vorsichtig sein, wenn man diese Einstellung benutzt. When you hit your head against the wall, you must see which is harder. Dann muss man den Kopf gegen die Wand schlagen und herausfinden, was härter ist. One friend of mine said that when she was in Burma, there was somebody knocking his head on the floor at night. Eine Freundin von mir, die in Burma war, hat erzählt, dass es dort jemanden gab, der nachts einen auf den Boden geschlagen hat. She thinks this is this person. Sie glaubt, dass es diese Person ist. But anyway, later he came and I met him and he took up metta meditation. Später habe ich ihn getroffen und er hat dann Metta praktiziert. And after that, his meditation really shot up. Und danach hat sich seine Meditation wirklich entwickelt. After that, he was very satisfied with his practice. Danach war er sehr zufrieden mit seiner Praxis. The second model is the doctor or the nurse. Der zweite Typ ist der Arzt oder die Krankenschwester. This is I think a softer approach. Das ist der etwas weichere Ansatz. So when the pain comes, you think that it is like a sick child. Wenn der Schmerz also kommt, dann stellt man sich vor, er ist wie ein krankes Kind. And you watch as if you are soothing the pain. Und man betrachtet den Schmerz, als wenn man den Schmerz. And in the process, you also watch the nature of the painful feeling arises in passing away. Und in diesem Prozess beobachtet man auch, wie die Schmerzen entstehen und vergehen und die Natur dieser Schmerzen. Usually once you can start seeing the change in the painful sensation,
it is easier and slowly it goes off. Wenn man erstmal anfängt, diese Veränderungen in den Schmerzen zu sehen, dann gehen sie meistens auch relativ. For example, there was a lady in Switzerland. She says when she sees there's a lot of pain because she just had an operation. Zum Beispiel, es war eine Frau in der Schweiz, die hatte sehr viele Schmerzen, weil sie gerade eine Operation hinter sich gebracht hat. So I told her, why don't you sit on a chair? Und dann habe ich ihr vorgeschlagen, warum sitzt du denn nicht auf dem Stuhl? She said, whatever posture I take, the pain is there. Sie sagte, egal welche Stellung ich einnehme, der Schmerz ist immer da. So I told her to do the soft method. Deswegen habe ich ihr gesagt, sie soll auch die sanfte Methode benutzen. I told her, every time you wash the pain, you wash it with a soft mind, as soft as you can imagine. Jedes Mal, wenn du den Schmerz anschaust, musst du ihn mit einem weichen Geist beobachten. Then it is like as if you are putting a cotton wool into the wound. Es ist, als wenn man Watte in die Wunde tut. The next day she said, oh, the method was quite effective. Und nächsten Tag hat sie dann gesagt, dass die Methode sehr effektiv war. But I use a lot of cotton wool. Aber ich habe sehr viel Watte benutzt. Then there's a third model which is scientist. Und die dritte Typ ist der Wissenschaftler. I had to tell you a funny story first. Ich erzähle euch erstmal eine lustige Geschichte. I had a friend who is a doctor. He specialized in the ear, nose and throat. Ich habe einen Freund, der ist spezialisiert als Hals-, Nasen-, Ohrenarzt. He is often these people who have things stuck in the throat. Er hat oft Patienten, bei denen irgendwas im Hals stecken geblieben. He has to look in the throat and says, oh, look what's inside. Er muss in den Hals hineinschauen und sich angucken, was dort ist. And put the thing inside the throat and pull it out. Und er nimmt etwas und zieht es heraus. See, once he was trying to take something out from a child's mouth and he got bitten by the child. Einmal wollte er aus dem Hals eines Kindes etwas herausholen und dann wurde er von dem Kind gebissen. The watching pain like a scientist is something like that. Die Schmerz zu betrachten als Wissenschaftler ist so ähnlich. Look, wow, this pain. Must look into it. It's very interesting. Oh, dieser Schmerz, der ist ja wieder sehr interessant heute. So I keep looking and looking. After a while I get ouch. Und man guckt und guckt, bis man gebissen wird. The nature of the pain is something that has always amazed me. Die Natur des Schmerzes hat mich immer erstaunt. Some people can just watch it for a long time. Einige Menschen können es für lange Zeit And beobachten. pain can come and go as it likes. Und Schmerzen können kommen und gehen, wie sie wollen. Take for example, a friend of mine has been watching the pain in the head. Ein Freund von mir hat den Schmerz im Kopf. And after watching for some time, he can identify some of the causes, why they come and why they go. Und nach einiger Zeit der Beobachtung konnte er identifizieren, woher einige dieser Schmerzen kommen, wie sie gehen und wie sie wieder verschwinden. And sometimes he says, they are just random. They come and go without any reason. Aber manchmal sagt er, es ist einfach völliger Zufall, die kommen und gehen, wie sie wollen. That means there's still many unknown causes. Das heißt, es gibt noch viele ihm unbekannte Gründe. I've also come across cases where people are in great pain because of physical illness like cancer. Ich habe auch viele Leute erlebt, die in großen physischen Schmerzen sind, zum Beispiel durch Krebs. And after talking with them for some time, the pain can just instantly disappear. Und nachdem ich mit einiger Zeit mit ihnen geredet habe, kann dass der Schmerz auch wie von selbst verschwindet. So the mental state must have much to do about it. Das lässt die Schlussfolgerung zu, dass der Geisteszustand einiges damit zu tun hat. I think if you really learn the nature of the pain, then the pain, no matter how bad, won't be very bad. Wenn man wirklich die Natur des Schmerzens kennt, kann der Schmerz so groß sein, wie es wird nicht mehr wichtig. I think one of the best ways of dealing with pain is to completely surrender to it. Ich glaube, einer der besten Wege, mit Schmerzen umzugehen, ist einfach sich völlig aufzugeben. That's why I say acceptance is
the key to Vedana-Vipassana. Deswegen sage ich, dass Akzeptanz der Schlüssel zur Vedana-Vipassana. Of course, it is difficult to accept pain. Nobody likes pain. Natürlich ist es schwierig, den Schmerz zu akzeptieren. Keiner mag Schmerzen. One way is try not to think of it as pain. Just think of it as feeling. Ein Weg ist es, nicht als Schmerzen zu verstehen, nur als Gefühle zu sehen. And you just say, if you can really accept it totally, whatever happens, I accept it, even if I have to die. Egal was passiert, ich akzeptiere diese Schmerzen, selbst wenn ich dafür sterben muss. Usually when the person really totally accepts it, the pain goes away. Normalerweise, wenn eine Person wirklich vollkommen diese Schmerz akzeptiert, dann gehen sie. I say this, if you do it at your own risk. Aber ich sage das auf euer eigenes Risiko hin. I've tried this at times where it becomes unavoidable and it works all the time. Ich habe es ausprobiert in Zeiten, wo nichts mehr funktioniert. Das hat immer geklappt. However, for the cases where there is actually some physical ailment, then there is another suggested way to deal with it. Aber im Fall, dass eine wirkliche physische Verletzung vorliegt, da schlage ich einen anderen Weg. This is because there's real physical pain, real physical cause, and so if you watch it, it won't go away so quickly. Das ist, wenn eine wirkliche physische Verletzung vorliegt. And if your training is still not good enough, you may get quite depressed. Und wenn euer Training noch nicht gut genug ist, kann man ganz schön depressiv werden. So what is recommended is to build up the mindfulness and concentration on another object, which is not painful. Deswegen wird in dem Fall empfohlen, die Konzentration und die Achtung mit einem anderen Objekt zu bauen, was. When the concentration object has been and mindfulness have been developed, and when the perception of impermanence and change has been developed, then it is not difficult. Wenn die Konzentration und die Achtsamkeit gebaut sind und das Verständnis für Entstehen und das Wiedervergehen von Gefühlen entstanden, dann kann man dazu übergehen. You just have to superimpose that perception onto the pain, and the pain also is seen to pass away. Man muss nur diese Sichtweise auf den Schmerzen draufsetzen und dann wird der Schmerz auch vergehen. Perception of impermanence and dissolutions can be a wonderful thing. Das Verständnis von Vergänglichkeit ist eine wunderbare Sache. It is like the delete button of the computer. Das ist wie die Löschtaste beim Computer. So when there's pain, you just put delete, it goes off. Man drückt einfach den Löschknopf und schon ist. In such cases, sometimes you would also need some strong samatha object. In einigen Fällen braucht man auch ein starkes Samatha-Objekt. I remember once when I was really very sick with malaria. Ich erinnere mich daran, als ich wirklich sehr krank mit Malaria nieder. The fever was very bad, and I touched somebody. I feel I was touching ice. Das Fieber war sehr hoch und ich habe jemand anders angefasst und ich hatte das Gefühl, ich fasse Eis an. The Vipassana concentration that I had was just enough to keep my nose above the water. Die Vipassana-Konzentration war gerade genug, um meine Nase über Wasser zu halten. I could note all the things, but hour after hour is not easy. Ich konnte die Dinge zwar noch beschreiben, aber Stunde für Stunde war es. Only when the Vipassana concentration really goes deep, and then the fever all subside. Nur als die Vipassana-Konzentration tief ging, ist das Fieber auch zurückgegangen. A quicker way was to go into samatha concentration, which at that time I did practice the kasinas. Die schnellere Methode war, Samatha-Meditation zu machen. Ich habe zu dem Zeitpunkt die Kasinas praktiziert. So in cases of very strong illness and pain, you need more stronger medicine. Also in Fällen von starken Schmerzen. But I think presently with this pain that you're all coming across, I'm sure you all can handle it. Aber mit den jetzigen Schmerzen bin ich sicher, dass ihr es aushalten werdet.
If you really cannot bear it anymore, just mindfully shift the leg posture. Wenn ihr die Schmerzen wirklich nicht mehr aushaltet, dann bewegt euch einfach achtsam und verändert die Haltung. But watching pain is, if you learn to watch pain, then it helps in any form of healing. Aber wenn man in der Lage ist, Schmerzen wirklich zu beobachten, hilft das bei vielen Formen der. And every time you become sick, it will not be so bad. Und jedes Mal, wenn man krank wird, wird es nicht so schlimm sein. You can even go into concentration on pain. Man kann sogar Konzentration über den Schmerz entwickeln. One good method, I think, is when pain arises, try to sleep. Eine gute Methode ist, wenn Schmerz entsteht, dass man versucht zu schlafen. I don't mean in the bed, in the meditation hall. Ich meine nicht im Bett, sondern hier in der Halle. And you sit and say, you can imagine that you are in the bed. Man kann sich vorstellen, dass man im Bett liegt. And when the pain comes, say, ho hum. Wenn der Schmerz kommt, dann irgendwo stehen. I'm going to sleep. Jetzt werde ich schlafen. And if you can do that, because you won't fall asleep with all that pain. Man braucht sich keine Sorgen machen, dass man mit all den Schmerzen einschläft. And if you can do that, then your mind automatically, instead of sleeping, will go into Vipassana concentration. Und euer Geist wird automatisch in die Vipassana. So next time you are sick, also you can do the same, but this time you can lie down. Und nächstes Mal, wenn ihr krank seid, könnt ihr das Gleiche versuchen, aber da könnt ihr euch auch hinlegen. Watching painful feeling, when you really go into it, can be quite exciting. Schmerzliche Gefühle zu betrachten, wenn man wirklich in sie hineingeht, kann sehr interessant sein. There's a lot of activity inside. Und viele Aktivitäten in. A lot of things like electric currents coming and going. Viele Sachen, die elektrische Spannung. The idea is to go into the pain and keep watching as closely as you can all the sensations that are going on. Die Idee ist, so tief wie möglich in den Schmerz hineinzugehen und alle Empfindungen, alle nur möglichen Empfindungen zu betrachten. When the pain goes away, then what happens? Either you can come back to your primary object, or you keep watching the change in the pain. Wenn der Schmerz verschwindet, könnt ihr entweder wieder zu dem Hauptobjekt zurückgehen oder weiter betrachten, wie der Schmerz verändert. Like the meditation teacher tells us, you watch pain to understand the nature of the pain, not to want it to go away. Wie ein Meditationslehrer sagt, man beobachtet Schmerzen nicht, damit sie weggeht. So when the pain goes away, it's usually immediately replaced by a pleasant feeling. Normalerweise ist es, wenn der Schmerz verschwindet, dass er sofort durch ein angenehmes Gefühl ersetzt. Then you can shift the attention to watch the pleasant feeling and how it changes. Dann könnt ihr eure Aufmerksamkeit auf dieses Objekt fokussieren und sehen, wie es sich verändert. If you do not, attachment will arise as a result of the pleasant feeling and you lose the mindfulness. Wenn Anhaftung entsteht über dieses positive Gefühl, dann kann es passieren, dass eure But you watch the pleasant feeling also to understand the nature of feeling, not to want it to go away. Aber man beobachtet das angenehme Gefühl auch, um die Natur dieses Gefühls zu verstehen und nicht, damit es weggeht. You can also see the impermanence and the three characteristics with nature, into the nature of the pleasurable feeling. Man kann auch bei diesem Gefühl die Vergänglichkeit sehen und die drei Charakteristika. Only that in the beginning, Vipassana, you may not have too many of this. Nur am Anfang der Vipassana-Meditation sind nicht so viele dieser schönen Gefühle. But when the concentration picks up, the pleasurable feeling can be quite intense. Aber wenn die Konzentration sich entwickelt, dann können diese angenommen Gefühle auch sehr stark. So it is also important to be make sure that you're mindful of it. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass man achtsam bei diesen Gefühlen. Then the pleasurable feeling will mellow down into something more peaceful. Dann werden die angenehmen Gefühle sich in etwas verändern, etwas noch sehr viel friedlicher. We stop here today. Time for one or two questions. Es ist noch Zeit für ein oder zwei Fragen. You talked about 3 methods of observing pain. I didn't understand the warrior method, because what I don't understand is
that doesn't make it worse. Because normally if you're fighting something, then that's the opposite of accepting it. Ich habe die 3 Typen des Schmerz, mit dem Schmerzen umzugehen, nicht verstanden. Den ersten Typ nicht verstanden, den Krieger. Weil normalerweise, wenn man gegen etwas kämpft, dann ist das nicht die richtige Haltung. Aber was macht es wert, diese Einstellung zu benutzen? In the case of the warrior method, there is a little danger in the sense that one can take up an aggressive stance. Bei der Kriegermethode ist eine Gefahr, dass man eine aggressiven Einstellung entwickelt. And when there's aggressive stance, when you take an aggressive stance, there's a possibility of anger involved. Wenn man diese aggressive Grundhaltung hat, dann ist die Gefahr, dass Ärger entsteht. But if you take it more like a challenge or training, then it should be alright. Aber wenn man es mehr als Herausforderung, als Training ansieht, sollte es okay sein. That's where the presence of mindfulness is important. Das ist, warum die Präsenz der Achtsamkeit. Similarly, it's also something like catching a snake by the neck. Es ist genauso, als wenn man eine Schlange am Nacken fangen will. You see the danger in the snake, so you need to have some courage to catch it by the neck. Man sieht die Gefahr der Schlange, deswegen muss man einigen Mut haben, die am Nacken zu fangen. I think the emphasis here is more on courage and strength. Der Fokus hier ist mehr auf Mut und Stärke. One other question. Can you explain what you meant earlier by going directly into the center of the pain or looking at it from a distance? Eine weitere Frage: Was war gemeint mit direkt in das Zentrum des Schmerzes vorzugehen und im Gegensatz dazu aus der Distanz zu beobachten? Going into the center of pain, not this way. No, when you meditate, you know the mind can be put anywhere. Wenn man meditiert, dann kann man den Geist in jede beliebige Position. That's why I say, when you meditate, try not to think that the mind is in the head and you get stuck there. Deswegen sollte man, wenn man meditiert, sich nicht vorstellen, dass der Geist im Kopf ist. Da kann man leicht stecken bleiben. Sometimes I tell people, when you meditate, imagine you don't have a head. Manchmal sage ich Leuten, wenn ihr meditiert, stellt euch vor, ihr habt keinen Kopf. Off with your heads. Kopf abschlagen. And when you do that, the awareness naturally sinks into the chest area. Wenn man das tut, dann sinkt die Aufmerksamkeit automatisch in den Brustbereich. So when there's this pain arising, you just bring the pain, looking closely into the nature of the pain. Wenn dann der Schmerz entsteht, dann geht man einfach in die Mitte des Schmerzes und beobachtet ihn. Try to forget where the pain is. Versucht zu vergessen, wo der Schmerz ist. Just bring the mind into the pain. Versucht nur den Geist in den Schmerz zu bringen. When you forget about subject and object relationship, wenn man das die Subjekt-Objekt-Beziehung vergisst, then the mind automatically will be inside the pain. Dann wird der Geist automatisch im Schmerz. In the second phase, where the mind is kept as a distance, here you keep the mind as if it is outside the body. Bei der zweiten Methode, wenn man eine Distanz von dem Schmerz hat, ist der Geist außerhalb des Körpers. That means the mind is somewhere far, you throw it far away to the moon. Das ist, ihr schmeißt euren Geist hoch bis zum Mond. The body is just down there. The pain can get there. There's nothing to do with me. It's so far away. Der Körper ist irgendwo anders und der ist so klein und man sagt, hat nichts mit mir zu tun. I usually do that when I visit a dentist. Das mache ich normalerweise, wenn ich zum Zahnarzt gehe. It works. Und es funktioniert. When you're going inside the pain, in effect you're being one with it. Yeah. Wenn man in den Schmerz geht, dann wird man eins mit dem Schmerz. Ja, das ist so. But the interesting thing is when you're in there, you don't feel the pain so much. Das Interessante ist, wenn man mit dem Schmerz eins ist, dann spürt man ihn nicht mehr so. Tell you an interesting story. There was this fellow, he's one of those people with tensions in the head. Ich erzähle euch noch eine Geschichte. Das ist wieder so ein Typen mit Spannung im Kopf. So one day he was watching all this tension
until his awareness actually went into the head. Hat wieder den Schmerz beobachtet, bis die Aufmerksamkeit in den Kopf hinein. And what he described was he was inside a big hall. Was dann beschrieben hat, war, dass er in einer großen Halle war. And all the tensions and the pain will make up the ceiling. It's just like basilica, you have all those what we call frescoes. Und all die Schmerzen und das machte die Wände und die bemalten Sachen wie in einer Basilika, machten für ihn die Schmerzen aus. And where you wash, that part you wash, it disappears. Where you wash it. Und was immer er sich angeguckt hat, verschwand. Now, again we do the short transference of merits. Wieder machen wir die Weitergabe. Idang me punyang Idang me punyang asvakayavahang asavakayavahang hotu hotu idang me punyang nibbanasa paccaya hotu imang no punya bhagang sabba satanang dema sadhu.